Mein Abud hier. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie wir Instagram auf unserer WordPress-Webseite einbinden können. Dazu gehen wir im Backend auf Plugins und auf Installieren. Suchen nach dem Plugin Instagram Feed oder Instagram einzugeben reicht auch schon. Installieren das Plugin. Man sieht auch, es hat super Bewertungen, wurde schon ziemlich häufig runtergeladen. Und klicken danach noch auf Aktivieren. Unten links erscheint dann in der Menüleiste der Punkt Instagram Feed. Da können wir dann unseren Account verknüpfen. Also einmal auf den großen blauen Button klicken, dann wird man weitergeleitet und kann seinen Benutzernamen und sein Passwort eingeben. Danach muss man dem Plugin nur noch den Zugriff gewähren, damit es sich auch die Instagram-Beiträge ziehen kann und auf der WordPress-Webseite anzeigen kann. Hier unten können wir dann auch noch einstellen, wie häufig die Instagram-Beiträge abgerufen werden sollen, um zu kontrollieren, ob es neue Beiträge auf dem Instagram-Profil gibt. Unter Customize können wir das ganze Design nochmal anpassen. Man kann zum Beispiel eine Hintergrundfarbe wählen. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Man kann ein bestimmtes Layout in der Pro-Variante auswählen. Habe ich bisher nie gebraucht. Wie viele Fotos angezeigt werden sollen, kann man aussuchen. Mir reichen 9 Fotos und 3 Spalten. Das heißt 3x3 Beiträge werden dann angezeigt. Es sollen die neuesten Fotos natürlich angezeigt werden. Und hier unten kann man auch noch angeben, ob hier die Biografie, also der Informationstext, den ihr in eurem Profil angegeben habt, angezeigt werden soll. Man kann hier noch die Texte ändern. Zum Beispiel anstatt folgen Sie auf Instagram, kann man etwas anderes hineinschreiben. Und das Ganze natürlich nicht vergessen abzuspeichern. Was wir dann noch brauchen, ist unser Shortcode, damit wir unseren Feed auch anzeigen können. Den kopieren wir uns einmal hier und gehen dann auf Seiten. Und bei unserer Beispielseite fügen wir dann einen neuen Block hinzu. Das sollte dann ein Shortcode-Block sein oder ein HTML-Block, je nachdem, was für ein Theme oder was für ein Page-Builder ihr verwendet, müsst ihr das dann entsprechend aussuchen. Und hier verwende ich gerade den Standard Page-Builder, den Gutenberg Page-Builder von WordPress. Dann aktualisieren wir die Seite und schauen uns das Ganze mal an. Und da unten sehen wir auch schon unsere 3x3 Instagram-Bilder, die auf unserem Blog oder auf unserer Webseite jetzt angezeigt werden. Wir können auch draufklicken, werden dann direkt zu dem entsprechenden Beitrag weitergeleitet. Funktioniert alles einwandfrei. Unten kann man dann auch noch auf Mehr laden, damit weitere Bilder nachgeladen werden oder auch jetzt auf Instagram folgen. Dann kommt man auf das Profil. Wir können jetzt natürlich auch das Ganze im Footer generieren, damit es auf jeder unserer Seiten angezeigt wird, weil derzeit haben wir es nur auf der Startseite. Dafür gehen wir auf Widget, ziehen einen HTML-Block rein und fügen auch den Shortcode einmal hier ein. Vergeben noch einen Titel und schauen uns das Ganze ebenfalls im Frontend an. Jetzt haben wir es einmal oben in der Startseite und unten dasselbe nochmal als Widget im Footer. Wenn euch dieses kurze Tutorial weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls das nicht der Fall war, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Abud, danke.